Es dämmert schon. Folgen Sie mir in die Dunkelheit? Gehen wir. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich würde sagen, wir bewegen uns gemeinsam in Richtung einsame Waldbibliothek für ganz besondere Lektüre. Dort angekommen werden wir eintreten und ablegen, es uns etwas gemütlich machen. Los geht's. Guck mal. Wir sind da. Gehen wir rein. Will reißen, will beißen, zerfleischen, zerfetzen. Bei lustvoller Jagd meine Beute ätzen. Blutrote Augen folgen deiner Spur. Die Witterung führt über weite Flur. Ich mutier zum Tier, bin ein Geschöpf der Nacht. Ich bin der Jäger des Mondes, bis der Morgen erwacht. Nun, hier sind wir, liebe Zuseher, in der Bibliothek. Werwölfe. Die geht es heute ganz klar. Schauen Sie, ich bin ein Hundefan. Zählen Sie 1 und 1 zusammen, dann wissen Sie, welches Wesen mein Lieblingsmonster ist und war. Ganz klar, der Werwolf, der Lykaner, der Wolfsmensch. Und ich war schon immer auf seiner Seite, wenn er in den Filmen vom Mob gejagt wurde. Ich gebe zu, mystisches Grauen übt eine gewisse Anziehungskraft auf mich aus. Das war schon immer so. Doch anders als einige von Ihnen denken, war ich früher niemals so ein Waldranger oder Naturmensch, wie ich es heute bin, wenn ich mit Vito durch die Wälder zische. Zu diesem urbanes Gebiet ist heute nichts mehr für mich Mensch. Mutierte ich eigentlich erst die letzten 14 Jahre, seit ich hier in Neudörfel zu Hause bin. Doch Themen rund um Grauen und Schauder, die waren mir früher natürlich auch nicht fremd. Ich besuchte gerne Nachtclubs. Ich arbeitete auch in Nachtclubs einige Zeit lang. Und wenn ich dann gut aufgelegt war, konnte es schon geschehen, dass ich meine Kumpels mit Gesangseinlagen meinerseits beglückte. Und das ist ja wohl ein Thema, das zu Halloween passt. Denn nicht einmal hörte ich von meinen Freunden, das war das Schaurigste, das sie in ihrem Leben je gehört hatten. Ja? Und das war nur ein Beispiel, dass Sie in etwa wissen, weshalb meine Freunde, die mich öfters singen hörten, heute als furchtlos gelten. Die fürchten sich vor nichts mehr. Ja, zurück zum Thema Werwölfe. Der Mensch, der fasziniert sich seit Urzeiten für den Wolf, das wissen wir. Schon bei den alten Griechen war er Grundlage für zahlreiche Mythen. In der Renaissance allerdings brach in Europa und hier hauptsächlich in Frankreich, Deutschland und Österreich eine wahre Werwolf-Panik aus. Aufgepasst, der nun folgende Begriff ist den meisten von Ihnen bekannt. Malleus Maleficarum, ne? Der Hexenhammer. Und der schlug zu Zeiten der Renaissance zu. Unzählige Menschen wurden berufend auf dieses Werk grausamst als Hexen, Zauberer, natürlich auch als Werwölfe umgebracht. Von 2 dieser Fälle, die recht bekannt sind, möchte ich Ihnen kurz mal erzählen. Da gab es einen gewissen Peter Stump, einigen von Ihnen mit Sicherheit bekannt. Der wurde 1525 in Bedburg, einer Stadt im Rheinland, geboren. Und der wurde beschuldigt, als Werwolf mindestens 16 Morde begangen zu haben. Am 31. Oktober 1589 wurde er deswegen gerädert und enthauptet. Man warf ihm vor, in Gestalt eines Wolfes, zu dem er sich mit Hilfe eines Gürtels aus Wolfsfell verwandeln konnte, 14 Kinder ausgeweidet und gefressen zu haben. 2 schwangeren Frauen soll er die Föten aus dem Leib gerissen und die ebenfalls gefressen haben. Und zu den 14 getöteten Kindern zählte auch sein ältester Sohn, dessen Gehirn er gegessen haben soll. Diese Taten gestand Peter Stump alle, allerdings
unter Folter. Am 31. Oktober 1589 wurde er auf ein hölzernes Rad gebunden und man zog ihm mit glühenden Zangen das Fleisch vom Körper. Danach hackte man ihm Arme, Beine und den Kopf ab und verbrannte seine Überreste am Scheiterhaufen. Das Ganze musste seine Tochter mit ansehen. Mit der hatte er ein Kind gezeugt. Danach wurde sie selbst ausgepeitscht, erwürgt und verbrannt. Den Kopf von Peter Stump, den platzierte man auf einer Stange, stellte diese am Hauptplatz von Bedburg auf und stellte unterhalb eine Wolfsfigur hin. Auch in Salzburg soll während der Hexenprozesszeit ein Werwolf sein Unwesen getrieben haben. Jakob Koller, auch genannt Schinderjakel, schaute eine Bande Landstreicher und Bettler um sich, nachdem seine Mutter 1675 als Hexe in Salzburg hingerichtet wurde. Bei der Jagd nach dem Schinderjakel wurden an die 150 männlichen Kinder und Jugendliche während der sogenannten Salzburger Zauberbubenprozesse umgebracht. Jakob Koller allerdings, auf den ein horrendes Kopfgeld ausgesetzt war, der wurde nie gefasst. Leute, die ihm auf der Spur waren, die ihm auf den Fersen waren, die berichteten stets davon, er hätte sich in einen Wolf verwandelt und sei ihnen entkommen. Seitdem kannte man ihn unter der Bezeichnung Schinderjakel, Werwolf. Fälle wie diese gab es unzählige. Ende des 17. Jahrhunderts ließ dann die Jagd auf Wolfsmenschen nach. Aufklärung schritt voran, die Medizin wurde moderner. Mörder, welche davor als Werwölfe galten, sah man nun als Geisteskranke, die sich durch Einnahme von Getränken, bestehend aus Pilsenkraut, Stechapfel und Terpentin, im Rauschzustand als Wölfe fühlten. Doch sie waren keine. Also ebbte dieser Aberglaube langsam ab. Sind Werwölfe heute verschwunden? Aber nein, doch, liebe Zuseher, nein, sind sie nicht. Bis heute werden regelmäßig Gestalten gesichtet, welche man als Dogmen, Skinwalker, Lykaner oder eben als Werwölfe bezeichnet. Eine der bekanntesten Seriensichtungen jüngerer Zeit, die fand im US-Bundesstaat Wisconsin statt. 1989 war da eine Dame mit dem Auto spät nachts eine Straße entlang gefahren und entdeckte am Straßenrand ein riesiges, wolfsähnliches Tier mit langen Armen und Beinen, das sich an einem Kadaver labte. 1990 unweit dieser Straße war eine Familie im Wald spazieren, entlang eines Flussbetts. Die Kinder entdeckten von der Ferne eine hundeähnliche Gestalt und liefen dorthin, wollten den Hund zum Spielen auffordern. Plötzlich richtete sich ein etwa 2 Meter großes Wesen mit Wolfskopf auf und begann mit riesengroßen, weiten Schritten zu flüchten. 1991 auf derselben Straße, 1991, auf derselben Straße wie die Dame zuvor, 1989, wo diese Figur, diese Gestalt sich da in einem Kadaver gelabt hat, fuhr eine Frau, ebenfalls eine Frau mit dem Auto, ein Tier an. Hörte einen lauten Krach, es war dunkel, späte Nacht, blieb stehen, stieg aus und wollte dem Tier helfen, war nicht sicher, ob sie da ein Reh angefallen und verletzt hat und ging ins Feld hinein. Plötzlich stand ein über 2 Meter großes, wolfsähnliches Wesen vor ihr, das sich langsam dazu entschloss, die Frau zu attackieren. Die lief davon, sprang in ihr Auto hinein und wurde von dem Wesen verfolgt, das bei der Verfolgung tiefe Kratzspuren am Wagen hinterließ. Diese Kratzspuren zeigte diese Frau inklusive der Geschichte einer Reporterin namens Linda Godfrey, und die ging damit zum Landkreisverantwortlichen für Wildtiere, Mr. John Fredrickson. Erzählte ihm diese Geschichte. Diese Reporterin Linda Godfrey war eine Skeptikerin zum Thema, doch man kann nachlesen, dass sie ihre Skepsis fallen ließ, je mehr sie von diesen Geschichten erfuhr. Und als sie Mr. John Fredrickson davon erzählt hatte, wunderte sie sich, dass er wiederum nicht verwundert war. Das hatte den Grund, weil er schon einen Akt mit der Bezeichnung Werwolf in seiner Lade liegen hatte damals. Ja. Im Sommer 2000
saß eine Familie in Argentinien in einem Lokal zusammen. Ein Junge dieser Familie beobachtete vor dem Lokal einen Hund, der von einem Wesen überfallen wurde, attackiert wurde. Er lief da raus und wollte dem Hund helfen und wurde selbst von diesem Wesen attackiert. Die Verwandten, Bekannten dieses Jungen sahen das und sprangen auf. Das waren 17 Personen, das kann man nachlesen, die stürmten aus diesem Lokal raus und begannen auf dieses wolfsähnliche Tier, das sich auf 2 Beinen bewegte, einzutreten. In der Meinung, sie hätten es getötet, banden sie es an einem Baum. Doch als sie dann wieder zurückkamen, war das Tier weg und es wurde kurze Zeit später auch noch beim Vorbeilaufen auf einer Tankstelle gesehen. 2007 beobachteten im englischen Kennock mehrere Personen gleichzeitig eine etwa 2 Meter große, hundeähnliche Gestalt auf einem Friedhof, die auf 2 Beinen mit großen Schritten laufend vor ihnen die Flucht ergriffen hat. Und die Zeitungen schrieben danach vom Hound of Kennock. 2012 jagten brasilianische Farmer ein Wesen, welches sie seit längerer Zeit terrorisierte und ihr Vieh riss. Die Farmer kamen bis auf einige Meter auf die riesige Gestalt mit wolfsähnlicher Figur heran, die auf 2 Beinen dastand und sie bedrohte. Einer konnte einen Schuss landen und die Kreatur ergriff die Flucht. Es gibt unzählige solche Geschichten, Sie können danach recherchieren im Netz. Auf YouTube gibt es Bilder, Videos. Soweit ich weiß, gibt es reelle Werwolfjäger. Ja. Verrückte Geschichte, aber die gibt's. Schauen Sie, man kann davon halten, was man will, ganz klar. Lügen diese Augenzeugen? Möglich. Geht die Fantasie mit diesen Leuten durch? Möglich. Bären? Läuft mit großen, schnellen Schritten davon? Eher nicht, würde ich sagen. Haben Sie den Film American Werewolf in London gesehen? Ein toller Film. Einer der besten Werwolf-Filme, meiner Meinung nach. 2 Szenen darin haben besonderen Eindruck bei mir hinterlassen. Das war erstens diese Szene im Pub, wo die beiden amerikanischen Tramper, wovon einer dann getötet wird und einer selbst mit dem Werwolf-Virus infiziert wird, später dann auf der Suche nach Unterschlupf vor schlechtem Wetter in der Nacht ein englisches Dorf, ein kleines Dorf besuchen und dort in einen Pub einkehren. Ja, man erkennt im Film sofort, da drinnen oder in diesem Dorf kennt jeder jeden und gefühlt die ganze Dorfgemeinschaft war da in dem Pub drinnen versammelt, als die beiden eingetreten sind und eben als diese beiden amerikanischen Tramper dort in dieses Pub eintreten. Verstummt alles. Man bekommt sofort das Gefühl vermittelt, die Atmosphäre vermittelt. Die sind dort nicht willkommen, denn irgendein Geheimnis herrscht dort vor, das den Ort nicht verlassen sollte. Also eine tolle Szene, die mich sehr beeindruckt hat. Und dann die zweite, und in dieser Szene hören Sie den meiner Meinung nach markerschütterndsten Werwolfschrei in der Geschichte der Werwolfsfilme. Das ist, als die beiden, anders als ihnen empfohlen wird, die Straßen verlassen und sich durchs Moor fortbewegen, also abseits der Straßen. Also hören die dann diesen Schrei. Ja, und ich sage Ihnen was. Sollten Sie diesen Film gesehen haben und einmal so verrückt sein wie ich und in dunkelster Nacht allein oder mit Ihrem Hund durch den Wald spazieren, dann wünsche ich Ihnen nicht, dass es Ihnen so geht, wie es mir gegangen ist, als ich das tat. Und Reh und Fuchs schreien hörte. Sie finden das lächerlich? Gehen wir mal durch den Wald und hören Sie sich an, wie ein Reh und wie ein Fuchs in der Nacht im Wald klingen können.
Ja, und diese Nacht war es so dunkel, dass ich meine Hand vor Augen nicht sehen konnte. Und ich sage Ihnen was, ich Idiot begann damit nachzudenken oder über den Film nachzudenken und hatte dann die Hose gestrichen voll. Gibt es vor dem Wandler Werwölfe? Nun, mein Gehirn sagt mir selbstverständlich nicht. Mein Magen allerdings, der zwingt mich in solchen Waldmomenten, möchte ich sagen, oder mein Magen zwingt in solchen Waldmomenten mein Gehirn an diesem selbstverständlich nicht zu zweifeln. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke, das wird selbst der größte Krieger unter Ihnen verstehen. Oder nicht? Ach, kommen Sie. Ja, ich weiß schon, aber gehen Sie mal mit Ihrem Hund spazieren. 10, 11 in der Nacht durch den Wald. Tief in den Wald hinein. Vielleicht haben Sie das Glück, wie ich es gehabt habe, und ein Reh oder ein Fuchs beginnen zu schreien. Sie verstehen dann sicher, was ich meine. Doch eines sage ich Ihnen, liebe Zuseher, und davon bin ich fest überzeugt. Es gibt da draußen Menschen, welche den Mythos Werwolf vergöttern, ihn verinnerlichen, die Kraft, den Schrecken, den Tod, den er verbreitet. Und von psychisch Kranken, die gekleidet in Werwolfskostümen Menschen betrauen, gibt es nicht wenige Berichte. Und wir werden uns alle einig sein, wenn ich behaupte, dass nicht erst ein Mord geschehen ist, ausgehend von einem psychisch Kranken, welcher der Meinung war, er sei ein Werwolf. Und von diesen Menschen gilt es sich zu hüten. Wie gesagt, also da sind wir uns mit Sicherheit alle einig. Gibt es den Werwolf? Nun, ich halte es wie Sokrates und sage, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber sollte es den Werwolf geben, dann möchte ich sagen, bin ich ganz gut geschützt mit meinem Pentagramm da, das ja für viele Leute, die sich da nicht so wirklich damit beschäftigen, als ein böses Symbol gilt. Doch das ist nicht so, liebe Zuseher. Das Pentagramm ist ein uraltes Schutzsymbol gegen böse Mächte. Ja. Und wenn ich daran zweifle, dass dieses Pentagramm mich beschützen sollte vor dem Werwolf, dann kann ich mir immer noch einen Termin beim Zahnarzt ausmachen, damit er mir 2 silberne Eckzähne einsetzt, um wenigstens effektiv zurückbeißen zu können. Ja. Ich hätte dann noch was für Sie. Aha. Was ist jetzt geschehen? Liebe Zuseher, ich glaube, wir haben soeben ein Problem mit der Beleuchtung. Einen Moment, ich habe hier eine Kerze. Wir werden das gleich im Griff haben. Schon etwas besser. Eigenartige Geschichte. Nun, wo waren wir? Ich hätte da noch etwas für Sie. Aber es geht mir aktuell nicht wirklich ganz gut. Geben Sie mir eine Sekunde, bitte. Es geht gleich wieder. Ah!